Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes Trails in the Sky, the Third. Der dritte und abschließende Teil, der ja ein bisschen anders funktioniert, gar nicht mehr Bracer Points hat, der ja mehr linear aufgebaut ist und wie so ein Dungeon, der immer tiefer geht. Was das erste Mal ist und so eine Vorlage für einige Teile sein wird. Cold Steel vor allem wird das massiv nutzen in mehreren Teilen. Und hier stammt es her, mehr oder weniger. Wir haben in der letzten Folge Kapitel 1 beendet. Es war eine relativ kurze Folge, dafür war die davor extrem lang. Irgendwie habe ich es im Moment mit langen Folgen. Bei Wind Waker hatte ich auch eine Folge, die war irgendwie über eine Stunde 20 oder so. Ist auch egal. Wir reden viel zu sehr um heißen Brei rum. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt ins nächste Kapitel rein und los. Ja. Da passiert erstmal gar nichts. Hey, come over here for a minute. Honestly, how many times do I have to tell you not to run off without telling me, Reese? I had the fright of my life when I turned around after finishing my shopping to find you weren't there. Don't do that again, okay? I just smelled something nice from the stall over there. But hey, I found something weird. Weird? Uh-huh. Oh goodness. Do you think he's dead? Or maybe he indulged in excess gormandizing? I'm almost certain it's not the latter. I swear, what are they teaching children in school these days? Never mind, I suppose that should wait. Hey there, can you hear us? Phew, it looks like he's conscious at least. What's the matter? I can see this being a very comfortable place to sit. Maybe he's just hungry? When you're really hungry, sometimes you don't have the energy to talk. Finde ich auch schön, dass Reese hier schon nur am Futtern ist. Die kleine Futterprinzessin, ey. Unglaublich. You might actually be right there, and you'd know him better than anyone. Well then, I think I've just got the thing. Shoki, when did you get Quincyble chocolate? I bought this for you originally, so I'm sorry, Reese. Do you mind if he has this? Okay. Good girl. Come on, why don't you try some? I think you'll like it, especially if you like sweet things. Quincy chocolate's the best there is. There might be a brand that tastes nicer, but they've got the best balance between taste and cost. See, that's a glowing review coming from none other than my darling little sister. The taste should help warm you up a bit too. Go on, see what you think. What was that? Oh. I said get lost. Just leave me alone, please. What should we do? So you're not going to take me up on my offer, huh? I guess I'm left with no choice. Why are you eating it? Einfach direkt zum Kuss. Oh Gott, das ist nicht auch irgendwie... Das macht man doch nicht einfach mit Kindern. Wow. What the hell? Ja, aber so würde ich auch gucken. Das ist irgendwie nicht cool, wenn es einfach irgendeine fremde Person macht. That should be enough. What the hell was that for? Looks like that did the trick. See, I told you that sweet things are the great for perking you up. That wasn't the chocolate, that was you being a maniac. What kind of girl does that to a kid they just found on the street? Are you some kind of pedophile or something? Oh my, the Sunday school's curriculum really seems to have changed since I went there. But where else could you and Reese be picking up these fancy words, I wonder? I don't think that's really the problem. Yeah, what she said. Wait a sec, your clothes look familiar. Come to think of it, I haven't introduced myself yet, have I? My name's Rufina Argent, and this is my little sister Reese. How about you? What's your name?
Ja, und ihr habt es euch natürlich schon gedacht, es ist die Vergangenheit von Kevin, die wir in diesem Spiel kennenlernen. Also es sind 2 Sachen, die in diesem Spiel passieren. Man lernt noch so ein bisschen epilogmäßig, was mit den Figuren nach Trails of the Sky SC passiert ist. Und vor allem aber thematisiert ist Kevin, der ja auch schon im Second Chapter eine sehr mysteriöse und spannende Figur war. Und man sich die ganze Zeit gefragt hat, so, was ist mit dem eigentlich? Warum ist er so stark? Und gerade in der Endsequenz, wo er einfach Weißmann weggeballert hat, da blieb ja viel, viel offen an Fragen. Und die werden in diesem Spiel beantwortet. Also wie gesagt, storytechnisch ist das ein ganz, ganz tolles Ding und da werden wir noch viel, viel Freude dran haben. Kevin, are you listening? Oh, sorry about that. Must have spaced out a bit. Are you alright? It's understandable, really. After all that's happened, it's no surprise you're feeling tired. Maybe you should rest up some before we keep going? Now don't worry about me. Anyway, we were about to start going over the information we've gathered so far, right? Yes, but he may not be our ally, but our encounter with that Schwarzritter turned out to be quite illuminating. We finally have the name of this strange place we found ourselves in for one. That's right. He called it Phantasma, right? Yep, interesting name that's got. Not sure where it came from though. As far as I know, it's nothing from the church's scripts. I've never heard it before either. Then there's the existence of his lord. Well, judging by how that guy spoke of them, that must be the big boss around here. They seem to know a whole lot about us too. Incidentally, there was one thing that Knight mentioned which made me curious. It mentioned you having a sister, Reese? Oh my, I didn't mean to pry into your personal affairs. Should I have not asked? I didn't blame you for being curious. As he said, I did indeed have a sister. Her name was Rufina. She was one of the Gralsritter, just like I am now. Reese, take it that your use of the past tense means, yes, she fell in the line of duty during a mission, roughly 5 years ago to be precise. I see, but in that case, how could that man possibly known so much about her skills? I wish I knew. I don't really know much about the work she did. What about you, Kevin? Sorry, I can't think of how she might have met him either. Still, she was known for being one skilled knight, not just in terms of strength in battle. Her judgment and negotiation abilities were both top class too. The details of her missions are as much a mystery to me as they are for Reese, but it's not a stretch to think she could have met him during one of them. I suppose. With little more than conjecture to go off, I suppose the matter will have to remain unsolved for now. My apologies, I should never have asked. All I did was bring up painful memories for the two of you. Don't sweat it. We still learned something out of this, and that's our enemies are keeping a pretty close eye on what we do here. We're gonna need to be careful every step of the way. So it seems, shall we get back to our ever-cautious trek then? Well, we'll have to go back to where we met that guy and keep going from there, right? Yeah, I saw another warp at the top of the stairs. Thankfully the cube can get us back there in no time flat once we're up for it. Ja, geil! Müssen wir uns denn heilen? Nicht wirklich, oder? Also wir können das Klassische hier machen, aber CPs und so ein Gedöns brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, weil das hier so linear eigentlich ist, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass man hier auch Bücher lesen kann für ein Achievement. Die Frage ist nur, habe ich das vielleicht sogar schon gemacht? Das weiß ich nicht. All of Cornelius in the bookshelf. Ich glaube, das habe ich schon. Das ist ja alles schon da. Das ist ja Quatsch, das brauche ich dann nicht nochmal. Das habe ich definitiv gemacht. Gut, dann können wir auch einfach direkt First Plane Jade Corridor End machen. Und dann, ja, müssten wir ja hier direkt weiter können, ne? So, Freunde der Sonne, hier war unser Bosskampf. Er war glorreich und ziemlich kurz. Einfach mal in 5 Sekunden gewonnen. So ungefähr. Und da sind wir schon bei der nächsten Etage. This is the exit you noticed before, right, Father? Or entrance, perhaps? It's just like that magic circle at the base. Do you think this will take us somewhere completely new? Most likely. It's the only other route I've seen, so we're just going to have to see where it takes us.
Eine Sache muss ich nochmal nachgucken. Wie ist das hier? Hier wird hingeschrieben, welche ich geschafft habe. Eine Sundory. Bring me the one girl in band who takes on the skies. Genau, das haben wir. Also dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Ah, das passiert nämlich auch nicht. Jede Etage ist einfach irgendwie so ein komischer Korridor. Das wäre super langweilig. Wir kehren natürlich auch in Gebiete zurück, die wir aus Lieber kennen. Das ist so ein bisschen Asset Recycling, finde ich prinzipiell auch nicht schlimm, habe ich ja schon im zweiten Teil gesagt. Hier ist es aber eher dungeonartig aufgebaut. Also wir werden jetzt nicht hier frei rumlaufen können, sondern es wird halt wirklich so sein, hier liegen auch Kisten rum, etc. pp. Werdet ihr gleich sehen. Also es ist nicht wirklich Grand Cell. Es ist doch Grand Cell mit dem Adler da, ne? Ja, müsste sein. Es sieht so aus, ist aber auch eine Art Dungeon, wenn man so will. That's a statue of a white falcon. Wait, isn't this? This is the southern block of Grand Cell. Thank goodness we're finally out of there. Ja, ich glaube nicht. What's up with you, Reese? You look like you've seen a ghost. Well, I can't pretend to be all that familiar with Grand Cell, but that's not its main gate, is it? What? Nee. Nee. Ist es nicht. Crap. What? No, it isn't. Das meint ich. Also im Grunde genommen ist es ein Dungeon, der halt Asset Recycling macht. Finde ich auch nicht komplett verkehrt. Das finde ich okay, weil es ist ja auch als Epilog gedacht. Ich mag nur diese Struktur einfach nicht, dass es einfach so eine Abfolge von Dungeons ist, was im Hinblick der Story auch wieder Sinn ergibt, aber trotzdem, naja. Chapter 2, The Otherworldly Capital. Und ihr merkt schon daran, dass das jetzt schon Kapitel 2 ist. Es ist nicht besonders lang, dieses Spiel. Ich glaube, kürzer sogar als der erste Teil, wo wir ja relativ zügig waren. Also rechnet mal damit, dass wir vielleicht sogar schon so in so 30, 35 Folgen damit durch sind, was für ein JRPG echt schnell ist. Those soldiers aren't the Royal Army. Also der meiste Teil wird wirklich für so Zwischensequenzen sowas draufgehen. Also diese ganzen Türen, das wird eine Menge Zeit kosten. Die Levels an sich sind verhältnismäßig kurz. What has happened here? What happened to the capital while I was away? Man, I did not see this coming when we stepped out of that warp. Either something happened here while we were stuck inside that place, or Phantasma is now able to influence the world outside. No, I apologize, but I cannot stand here any longer. I need to go check on Grand Cell Castle. I'm concerned for the city's citizens, but above all, I fear for the safety of Her Majesty and the Princess. Verstehe ich, ist ja auch ihr Job, dass sie sich darum sorgt, ne? I don't blame you, but we're coming with. Strong as you are, going alone isn't smart. But panicking is the worst thing you can do right now. Extraordinary situations like these are when caution and careful thinking are your most valued allies. You're quite right, of course, I understand. Then castle it is. We should try and investigate the city on our way there too. Keep your eyes peeled though. The fiends there here look like they're not playing around. Understood. Right. Das ist dieses typische, immer muss noch eine Figur was sagen. Sie können, ich kann nicht mal die Kamera hier drehen, also es ist wirklich wie ein fixer Dungeon. Die können nicht einfach irgendwas sagen. So, wir haben hier ein Stone Monument, das heißt ein Teleporter. Haben wir eigentlich schon alle ausgerüstet? Ja, ne? Ich hab doch auch Julia schon ausgerüstet, oder? Ja, habe ich. Gut. Ja, dann werden wir mal schauen. Das ist jetzt zum Beispiel, dass ich hier die Kamera nicht drehen kann, verstehe ich nicht. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Warte mal, war da was? Nee. Ist hier denn irgendwas? Nee. Ist hier vielleicht irgendwas? Ja, Tatsache. HP 2, HP Baxter 2. The Place, ja, das ist wieder diese Geschichte, die man lesen kann. Das ist das einzige von Truhen, was ich hier nicht vorlesen werde, einfach weil es ein bisschen verwirrend ist. Also man kann es sich zusammenreimen und aufschreiben, da hast du nicht gesehen. Kann ich doch die Karte drehen? Doch, ich kann sie drehen, aber nur mit den Schultertasten. Das ist merkwürdig, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Also lassen wir, wie es ist. Was haben wir hier? Oh, Fisherman's Guild. Vielleicht haben wir ja auch eine Truhe. Nee, aber eine Sonnentür. Was haben wir denn hier drin? Was steht denn da? Bring to me the girl who loves to fish. Only then shall the door open. Ja, haben wir nicht dabei. Also wir sind ja nur zu viert, das heißt, so viel können wir da nicht ausrichten. Gehen wir mal hier rein. Oh,
Oh, eine Zwischensequenz. Bracer Guild. Ergibt Sinn, ne? I don't think anyone's here. I'd faintly hoped there would be, but I should have known that wouldn't be the case. The guild's assistance would have been immensely helpful in a situation like this too. I'll go and have a look at the telephone. Now, maybe we'll be able to contact a branch somewhere else and ask them for help. Thanks, Tita. Lass mich raten, klappt natürlich nicht. It's no use. The phone's technically working, but I can't actually get through to anywhere. Have you tried connecting headquarters at Leyston Fortress? Oh no. Geht auch nicht, no good. Can't get through to them either. I see. I imagine you would get the same result no matter where you try to call. Probably, yeah. Well, it's not ideal, but it looks like we're on our own. Gut, dann ist das so. Kann ich nicht ändern. Aber die viel wichtigere Frage ist, gibt es hier eine Truhe? Auch nicht, aber eine Mondtür. Haben wir vielleicht dafür schon jemanden da? Bring to me the dancer with silver locks. Only then shall the door open. Ja, das ist She-Ra, die haben wir natürlich noch nicht. Oder Scheherazade. Ich will immer She-Ra für die Kurzform sagen, aber es ist ja eigentlich Scheherazade, also eigentlich Shera. Oder Shera. Shera hört sich an wie eine Friseurin. Haben wir hier irgendwas? Nee. Können wir auch nicht drehen. Hier vielleicht? Nee. Hier aber doch, Tatsache. Akashic Heart. Ja, das ist wieder die Geschichte. Irgendeine biblische Geschichte. Ich glaube, da verpassen wir auch nicht viel. Beziehungsweise, hey, es gibt natürlich ein Kiseki bzw. Trails-Wiki. Da könnt ihr das auf jeden Fall alles nachlesen. Macht es, wenn es euch interessiert. Okay, hier können wir gar nicht lang. Daran merkt ihr übrigens auch das, was ich meinte, dass es so dungeonförmig aufgebaut ist. Es gibt nur einen Weg. Man kann hier nicht frei erkunden. Das ist einfach nicht möglich. Da waren wir drin. Komm, wir ballern mal einen weg. Einfach aus Prinzip. Oder 3. Es ist ja wohl ein Witz. Das ist wirklich. Wir sind viel zu stark. Aber das mag ich. Vielleicht können wir so den Endboss tatsächlich mal normal besiegen. Hier ist auch eine Tür. Hier ist aber nix, oder? Doch, auch eine Truhe. Nice. Sorry, but the magic pawn that restocks all the chest hasn't come by here yet. Try again in another game. Ja, streng genommen, ne? In den neuen Spielen stimmt's wirklich. Da können wir schon immer die Sachen... Warte mal, da ist die Bar. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist auch noch... Ja, doch, ich sehe es doch gerade. Hier ist auch noch was. Komm schon, noch eine Truhe. Jawohl, ey, das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Das ist ein Dungeon nach meinem Geschmack, nämlich in jedem Haus ist einfach irgendwas drin. Wait, Father, I haven't finished my confession yet. Ja, Pech gehabt, ich hab dich schon beklaut. In diesem Sinne, tschüss. Kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Also wir können wirklich nur zum Schloss, glaube ich, gehen. Alle anderen Sachen sind zu. Ich hätte nur gedacht, dass man vielleicht irgendwie erst den Weg zum Schloss frei spielen muss. Hier ist auch eine Truhe. Fried Phoenix. Nice. Ja, das ist wieder die Story. 36 Stück sind es aber auch. Also es wird uns immer mal wieder begegnen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das überhaupt interessiert, diese Story. So, waren wir überall drin, haben wir überall geguckt. Es geht also in den Norden. Nordblock. Oh, noch ein Haus. Diesmal ein erhabeneres Haus von einem reichen Menschen. Wobei, ist das gleich erhabener? Nee. Ist eher platzverschwenderisch, so wie die das hier bauen. Und da ist tatsächlich noch eine Truhe. Earth Sabbaths. Okay, if you stare into this chest and say Ouroboros 5 times, blah blah will visit you this night. Okay, wäre cool. Dann haben wir das auch. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal, da ist sonst gar nichts mehr. Da hinten ist noch ein Haus und da ist das Hotel. Ich denke mal, dass wir wieder Westen und Osten nicht lang gehen können. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, bevor wir es nicht ausprobiert haben. Ja, Wolski, noch eine Truhe. 500 Mirror, ja, okay. You gaze deeply into the empty chest, hoping for enlightenment. You feel hungry. Das ist meine Erleuchtung. Stimmt aber auch, ich müsste gleich wirklich mal was essen. Was haben wir denn hier? Können wir nicht lesen? Können wir nicht rein? Gibt's da bestimmt noch mehr, oder? Hier nicht. Nee. Aber es gibt hier noch ein schau an. Im nächsten Stock gibt es tatsächlich noch direkt was. Inside the chest is an ancient note hinting at the location of the 8th Septarion.
crumbles to dust before you can read it. Ja, das ist schade, aber es gibt ja halt auch nur 7. Das heißt, diese Truhe hat uns radikal verarscht. Jawohl, noch einer und wieder nur 500 Meter. Ja, das ist wieder die Geschichte. So hätte sie angefangen. Macht ein Standbild und kopiert euch die alle raus oder ignoriert es. Hideko Bumped Belly ist noch eine Geschichte. Okay, das ist prinzipiell eine coole Idee, so die Truhen zu nutzen. Finde ich nur blöd, weil wir es jetzt hier nicht so wirklich mitverfolgen. Also das ist ja Arbeit dann wirklich. So, wir haben hier ein Haus. Ist das vielleicht das erste? Ja, Tatsache. Es ist das erste Haus, wo nichts drin ist. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Nur ein bisschen. So, um jetzt meine Theorie zu überprüfen. Ja, hier geht es auch nicht lang. Dann wird es aber, glaube ich, da hinten in den Osten auch nicht gehen. Oh. Naja, ich meine, tut uns das wirklich weh oder sind wir einfach nur 2 Sekunden langsamer auf dem Weg zu unserem Ziel? Eher letzteres, auch wenn es mehr als 2 Sekunden sind, aber you get the point. 4 Stück, jetzt darf jeder mal, das ist doch auch schön. Vorausgesetzt, Tita kommt da dran. Ja, kommt sie, sehr schön. Ich glaube, ich habe ja auch ein bisschen mehr Reichweite mit Ausrüstung gegeben. Das braucht sie auch wirklich. Ja, ist auch dicht. Gut, dann ab in den Norden. Kann ich wieder nicht drehen. Ja, ach klar, wir sind ja... Ach, guck mal. Stardoor. Diesen neu. Bring to me the guardian of the royal family and the blade that serves the imperial house. And then shall the door open. Ja, dann haben wir... Den haben wir aber dabei. Das ist doch Julia, oder nicht? Oder fehlt noch wer? Bring to me the guardian of the royal family and the blade of the servant... Ah, okay. The blade that serves the imperial house. Also Müller wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, da ist wer. A large armored soldier is blocking the path to the castle. Attempt to defeat it? Ja, natürlich. Da ballern wir jetzt drauf. Guck mal, er ist schon weg. Zack. Zack. Tita, so, wo können wir möglichst viele gleichzeitig erwischen? Nirgendwo. Okay. Ja gut. Ich nehme so viele mit wie geht. Und da das nur einer war, ist das bedauerlich, aber ich kann es ja nicht ändern. Okay, das war's schon. Naja, das war jetzt nicht so schwer, ne? Muss man auch mal sagen. Ah, okay, wir spielen doch die anderen Stadtteile mehr oder weniger frei. Und dann zum Schluss können wir ins Schloss rein, wenn wir alle Stadtteile, ja, mehr oder weniger gereinigt haben oder so. Irgendwie sowas wahrscheinlich. No. What is this magical symbol for? I believe it's locked by a spiritual power of some kind. We're unlikely to be able to force our way through as long as it remains active, I'm afraid. That's certainly how it seems, which means that we're going to need to find some way to remove it, or we won't be able to get inside. Most likely, yeah. You alright with us leaving the castle until later then? I fear we have little choice. I can only hope that Adius keeps everyone inside safe until we can return. Shall we resume our search of the city in the meantime? That works. Hopefully we can find some way of getting inside while we're making the rounds. Ja, ich meine, bleibt jetzt nicht so viel übrig, also irgendwie werden wir da schon klarkommen. Was ist denn jetzt nochmal frei geworden? Hier? Nee, dann die andere Seite, okay. War das überhaupt hier? Sind dann vielleicht auch gleichzeitig alle Barrieren für diese Seite gefallen? Nee, hier ist einfach gar nichts gefallen, okay. Dann weiß ich nicht... Ah, verdammt. Dann, ja, beziehungsweise heißt, ich weiß es nicht. Dann werden wir einfach eine Station weiter runtergehen müssen, also Richtung Süden wieder. Und eine nächste Barriere ausprobieren. Also wir haben gesehen, eine Barriere ist weg. Wir müssen jetzt halt nur rausfinden, welche. Ist es vielleicht diese hier? Ja, Tatsache. Also doch in den Osten. Das ist die Frage, ja sorry, der wäre glaube ich sonst nicht reingelaufen. Den nehmen wir eben mit auf dem Weg, auf unserem Siegeszug. Bla 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 bla.
Und können wir hier rein? Nee, the door is locked. Ja, okay, die Embassies sind also schon mal zu, aber der Markt wird doch wohl offen sein. Ja, Wolski, und da steht natürlich direkt eine Truhe. I'm not clever enough for all these chest phrases. Kann ich verstehen, das ist doch ein Druck. Das ist ein Druck, deswegen haben wahrscheinlich einige auch aufgegeben, sich einfach mit so einer Geschichte vollladen lassen. Kann ich verstehen, ist gar nicht so einfach. Softening Balm, noch eine Truhe übrigens, sehr schön. Hideko, da haben wir das Ende. There standing before her was. Ja, das ist ja kein befriedigendes Ende, selbst wenn ich nicht weiß, worum es geht. Oh, guck mal, noch eine Truhe. Aber es ist jetzt schon unbefriedigend. Septim Drops. There's some green hair inside. The chest prays to Adius, the sinful priest gets his just desserts. Ja, okay. Okay, also hier können wir schon mal nichts machen. Ach, die Arena, vielleicht können wir da rein. Nee, ist auch dicht, okay. Vielleicht der Untergrund? Na, sieht aber auch geschlossen aus. Da war wieder so ein Gitter gerade. Müssen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Gitter heißt ja nicht, dass es zu ist. Doch heißt es. The door is locked. Ja, schade. Was haben wir hier? Achso, das ist einfach nur so ein Unterstand. Ach, guck mal, aber die Embassy ist offen. Es ist nicht viel. Punkt. Oh. No time to get comfy, huh? They just popped out of nowhere. Hey, here they come. Dann ballern wir die weg. Tschüss. 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 Wir können gar nichts. Oh, wirklich nicht. Okay, das ist echt ein bisschen crazy, wie stark wir sind. Ich möchte aber, weil wenn da solche Gegner sind, dann heißt das, da sind wir richtig. Ich möchte mich erst einmal weiter umgucken, ob wir hier irgendwelche Truhen oder so verpassen. Es schaut aber zumindest nicht danach aus. Ne, hier kommen wir her. Aber vielleicht können wir noch zum Flughafen. Da kann auch noch was sein. Oh, verdammt. Guck mal, selbst beim Surprise Attack können die uns gar nichts. So. Warte mal, wobei, hier ist doch auch noch das Museum. Vielleicht ist da noch was dran. Hier ist aber nichts. Ja, das lese ich mir jetzt garantiert nicht alles durch. Das vielleicht. Nee, das ist exakt das, was wir auch schon im Vorgänger hatten. Hier ist auch keine Truhe. Und da haben wir es auch schon nicht gelesen, also warum jetzt? Ihr dachtet, jetzt kommt irgendwas Kluges, ne? Ja, nee. Hier ist aber nix. Hier auch nicht. Das ist enttäuschend. Also gerade im Museum hätte ich gedacht, kommt noch irgendwie was Cooles. Dann gehen wir mal zum Landing Point. Oh, wir können sogar hin. Aber was finden wir hier, ist die Frage aller Fragen. Orbital Ship and Co. Hier ist schon mal nix. Da unten vielleicht. Ne, hier ist nichts. Wenn ich hier runter gehe vielleicht. Ist da auch nichts. Ich bin gerade hochgradig enttäuscht. Was geht denn hier? Warte mal, da unten ging es noch weiter, oder? Ja. Vielleicht ja hier. Nein, auch nicht. Das ist gerade ein bisschen enttäuschend. Also gerade weil das ja hier auch kein kleines Gebiet ist, wir haben gerade so viel Zeug bekommen. Das fühlt sich jetzt wirklich fast wie nee, hier ist gar nichts. Das hätten wir uns also komplett sparen können. Das fühlt sich schon wie eine kleine Niederlage an, bin ich ganz ehrlich. Aber auch einfach nur, weil es sonst so gut war. Das muss man ja auch mal sagen. Es lief so gut. Dann geht's nur noch in die Embassy rein und dann werden wir vielleicht hier glücklich. Schauen wir mal erstmal, was wir hier haben. Gar nichts. Oh Leute, komm. Ich brauche ein bisschen Sugar. Also so ein bisschen gute Laune fürs eigene Wohlbefinden. Ah, da, Sealing Stone, sehr gut. Den holen wir uns natürlich zuletzt. Aha. Ja, Gott sei Dank, da haben wir doch wieder. Ich wollte schon sagen. You're the real treasure. Oh, du. Noch eine. Sehr schön. Bestia Coat. I'm empty, you say? What a libellous statement.
Ist das eine Tür oder einfach nur eine komische Wand? Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Geheimgang, den wir aber jetzt hier nicht brauchen oder nicht benutzen müssen. So, Ceiling Stone. Holen wir uns natürlich. Obtained Ceiling Stone. Ja. Is that... Indeed, we found you and Tita inside stones just like this. At this point, it's safe to assume there's someone sealed inside this one too. Well, it's an Erebonian embassy, so maybe it's Olivier? Oh wait, Joshua was born in Erebonia too, wasn't he? Huh, I don't care who it is. I can wait to find out who's inside. Well, there's only one way to know for sure. There's no rush, but we should try and make our way back to the base soon and check for ourselves. Ja, da wir ja sonst nichts zu tun haben, Freunde der Sonne, Second Plane ist das schon, okay. Werden wir natürlich zurück in den Hermit's Garden gehen und schauen, was sich dahinter verbirgt. Ihr kleinen Schweinchen, Unleash Ceiling Stone. So, schauen wir mal. Do you think, Kevin? I still can't get over how pretty they are. So this is how I was released too, was it? Ich weiß wirklich nicht, wer da drin ist. Es könnte wirklich Olivia sein. Erebonia. Gibt es aber einige. Müller konnte es auch sein. Wen haben wir da? Oh, also erstmal hier tut sich wieder was. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Es wird abendrot. Ah, und jetzt geht wahrscheinlich der westliche Block auf. Sogar alle Dinger gehen da auf. Cool. Aber wen haben wir denn jetzt da? Ein Shining Orb. So. Es ist... Okay, Sie können es schon sehen. That looks like... Ja, es ist Müller. What was that? A stun grenade? Bin ich doof? Wahrscheinlich. Egal. Fall back, Olivier. The target is likely to be... What? It really is you. Captain Schwartz? What are you doing here? Just, where is this? And what happened to Olivier? So you were with the prince when you were drawn in here? Yeah. Allow me to explain what we know of our current situation. If you have any questions, I would be happy to try and answer them. I see. I must admit, all of this is a little much to take in at once. I'm more tempted to think I'll wake up any minute and to find I've been dreaming. I felt much the same at first, Major. I've been in here for a while now, and I still find myself doubting all of this is even real. I'm too hard-headed for my own good, I fear. Then we're similar in more ways than one. In any case, we don't have the luxury of time on our side. Concerned about that fool's safety, so allow me to assist you with your search. We'd be happy to have you. Incidentally, before we get going, what kind of situation were you in when the light started surrounding you? Well, the two of us were in Parm, conducting an inspection. I'd arrived and the two of us made our way back to the hotel where we were staying. It was when it happened and completely without warning. Can't say for sure, but given that he was with me, he may have been caught up in this as well. Parm? That's the southernmost town in Erebonia, right? That's right, it happened to be the closest Erebonian town to Liebel. Sorry to interject, but may I ask something? Who's this Olivier you keep referring to? Oh, he was another one of the guys who came with us to that flying city, Prince Olivier. You wouldn't think he was a prince if you met him though. He is real easygoing and fun to be around. Not sure I could disagree anymore with that last part if I tried. He delights in living a life of excessive debauchery and constantly exhausts those unfortunate enough to be around him at every waking hour. You know as well as I do that there's more to him than that, of course. Word of his exploits since returning to the Empire has been reaching Liebel, Major. If they're to believe, he's become quite adored at high-class social gatherings. It's true he managed to avoid causing too much of a stir by keeping up his usual act so far, but who knows what kinds of rumors will start spreading when he reveals his true colors. Well, keep hanging in there, buddy. Okay. Something wrong, Reese?
Nein, yet nothing at all. It's interesting how the people we found so far all seem to know one another. It can't be a simple coincidence. Perhaps only people who meet the condition or end up getting thrown by the wildlife, blah blah blah. Maybe? Well, that logic does add up. At the very least, it appears to be linked to becoming imprisoned in one of those stones you spoke of. You'd mentioned before not finding sealing stones containing any of the Arcel's crew at Gronslet residence, correct? Despite encountering both the ship and the city itself in an abnormal state. That's correct. I hadn't even thought of that. It's good for the thought while we keep exploring. Right now, our focus needs to be finding out what happened to Gronsel. Indeed. I'd like to accompany you too, if at all possible. The fastest way to me to accept that situation I'm in would be to experience it firsthand. Genau, und jetzt müssen wir uns ein Team zusammenstellen und tut mir leid, Tita, aber wir nehmen jetzt Müller mit, weil wir dann, glaube ich, eine Tür öffnen können. Okay. Und from this point, genau, wir können die mal austauschen. Bla 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 bla. Oh, guck, okay. We'll take care, okay? You got it, we'll keep leaving, bla 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 bla. What was that? Kevin, was that? Yep, it's all per the cube again. Visitors from afar. Possessors of the cube. A woman's voice? Who might she be? Which we know, whoever she is, it doesn't seem like she can hear us. You seem to be gathering strength well. I will unlock another of the cube's powers. Okay. Ja, also Support. Wir können immer einen Support machen, brauchen wir aber nicht. The power of the malevolent one is much too great. I pray that your bonds will become a great light that will let you prevail. Cool, Dankeschön, Dankeschön. I fear I may have underestimated just how bizarre a situation this is. Regardless, whoever she may be, it doesn't sound as though she means us any harm. Indeed, the Schwarzritter is clearly our enemy, but the woman doesn't seem to be so far. That said, I wouldn't place too much trust in her just yet. We still don't know who she is. Dass auch jeder jetzt noch was dazu sagen muss. Leute, kommt klar. Okay. Das soll es für diese Folge gewesen sein, denn ich glaube, viel mehr kommt jetzt gar nicht. 1, 2 Folgen, dann dürfte dieses Kapitel auch schon wieder vorbei sein. Ihr merkt, es ist ein gewisses Tempo drin, aber wir können auch die ganzen Türen machen. Das heißt, es kann sich dann doch wieder dadurch ein bisschen ziehen. Das werden wir aber in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, danke fürs dabei sein und tschüss.